diesem Video möchte ich dir Runway ML vorstellen. Runway kennt man schon länger wahrscheinlich, wenn man sich mit generativer Video Creation beschäftigt hat. Da kann man Text-to-Video oder auch Image-to-Video machen. Und es gibt aber jetzt eben Runway Act 1 heißt das Ganze. Und hier wird es richtig interessant, auch für KI-Avatare. Du siehst das hier schon. Es geht um animierte Charaktere an der Stelle. Ich lasse dieses Video hier mal kurz ohne Ton laufen und man sieht schon, die Leute sind einfach so vor der Kamera, hier vor einem weißen Hintergrund, und man sieht, es wird 1:1 in animierte Charaktere umgewandelt und das funktioniert wirklich erstaunlich gut. Wir gucken uns das gleich im Detail nochmal an. Hier, das finde ich ein ganz cooles Beispiel. So let me get this straight. You came all the way down to the Department of Motor Vehicles and didn't bring your driver's license? Do I understand that correctly? You're gonna have to go in the separate line for processing. Also das ist wirklich krass. Hier sieht man direkt auch die Driving Performance, also das Originalmaterial und dazu eben, wie es umgewandelt wird. In front of that church, in front of your house. I dropped my old phone, so I... Das ist schon wirklich krass, wie das Ganze funktioniert. Das ist eben jetzt in der neuen Runway-Version dabei. Wir gucken uns jetzt auch direkt mal die Preise an und dann gehen wir aber auch rein und ich zeige dir einmal kurz in der Oberfläche, wie das Ganze funktioniert, falls du dich erinnerst, in dem Was sind KI-Avatare eigentlich Video. Da gab es ja den animierten Hund, den habe ich tatsächlich hier auch mit Act 1 von Runway ML hergestellt. Gucken wir einmal aufs Pricing, wie immer, es steht erstmal auf Annual, wir müssen auf Monthly gehen, dann sehen wir die monatlichen Preise. Standardmäßig können wir auch hier einmal kostenlos reingehen und wir kriegen einmalig 125 Credits und damit können wir ein paar Bilder bzw. ein paar Sekunden Video erstellen, kann hier aber auch keine weiteren Credits kaufen. Es sind auch Watermarks, die immer da hinterlegt sind. Man hat eben hier auch nur begrenzte Möglichkeiten. Dann geht es aber wirklich los mit dem Standard-Package und das habe ich auch aktiviert in dem Account, den ich gleich zeige. Die setzen sich immer auf 625 zurück. Das ist ein bisschen gemein. Hier muss man auf die Formulierung achten, denn Reset to 625 bedeutet, wenn man nicht alle Credits aufgebraucht hat, dann kriegt man nicht 625 jeden Monat dazu, sondern es setzt sich einfach zurück. Also da muss man aufpassen dann, ob man das wirklich nutzt und dass man die Credits auch, ausgibt. Man hat hier unendlich dann Video-Editor-Projekte, man kann die Watermarks dann rausnehmen. Man hat eben hier auch die Möglichkeit für Gen 3 Alpha Turbo, Image-to-Video und auch Text, Image und Video zu Video up to 10 Seconds und das sind eben auch die Runway bzw. die Act 1 Videos dann. Im Pro-Plan hat man eben dann wieder mehr Credits, man hat nochmal Custom Voices für den Lip-Sync und auch für den Text-to-Speech und so geht das weiter hoch bis zur Enterprise Edition, je nachdem, was man da eben benötigt. Wir gehen jetzt aber auch direkt mal rein in das Tool. Ich bin jetzt hier eingeloggt, man kann sich mit einem Google-Account zum Beispiel hier ganz einfach anmelden oder auch sonst über die verschiedenen Anmeldemöglichkeiten. Man sieht auch hier oben direkt Introducing Act 1, also innerhalb von Gen 3 Alpha und Gen 3 Alpha Turbo kann man eben Act 1 benutzen. Wir haben hier unter Runway Watch, können wir verschiedenste mit Runway generierte Filme uns anschauen, uns inspirieren lassen, was es da so gibt. Unter Assets sehen wir alle unsere hochgeladenen Videos, wie hier zum Beispiel die verschiedenen Videos, die ich schon hochgeladen hatte oder die generiert wurden von mir in diesem Account hier. Unter Workspace Assets können wir auch nochmal verschiedene Files und Media-Files hochladen. Vor allem, wenn wir dann miteinander hier unter Shared, wenn wir mit anderen zusammenarbeiten. Wir können auch Assets markieren, Custom Elements setzen, also bestimmte Charaktere, Styles oder Objekte auch erstellen und hier dann generieren. Da gehen wir jetzt aber nicht im Detail rein. Wir haben hier auch noch mehr Möglichkeiten in der Library.
Aber was relevant ist, sind hier unten eben die verschiedenen Tools, die man zur Auswahl hat. Wenn wir auf All Tools gehen, dann sehen wir auch die große Auswahl, die wir hier haben. Wir können Lip-Sync-Videos machen, wir können generative Audio generieren, Text-to-Image, wir können den Hintergrund verändern, wir können Bilder erweitern. Also wir haben hier wirklich verschiedenste Tools und Möglichkeiten mit Hilfe von KI, um alle möglichen Medienarten zu verändern. Also sei es Ton, Bild, Video, Text-to-Image, Text-to-Video, verschiedenste Optionen stehen uns hier bereit. Was wir aber hier in dem Video einmal machen wollen, wir wollen einmal hier reingehen, und zwar ist es hier unter Animated Dog. Das war das Beispiel, was wir hier hatten aus dem Anfang. Ich lasse es jetzt einmal nochmal kurz laufen hier. Sei es als animierte Charaktere, die überhaupt nichts mit realen Personen zu tun haben, oder eben als Avatar-Klone. Und wie das Ganze hier funktioniert ist, wir können ja mal from scratch kurz reingehen. Wir gehen jetzt einmal nochmal zum Dashboard und dann gehen wir hier einfach in Starting New Session, dann landen wir hier und dann muss man oben links darauf achten, welches man ausgewählt hat. Image-to-Video oder Video-to-Video Generation. Wir wollen an der Stelle jetzt mal Gen 3 Alpha Turbo dann auch auswählen. Wir können hier ein Bild oder Video reingeben. Wir müssen hier darauf achten, dass wir hier links dann auf Act 1 gehen. Und wir können hier tatsächlich dann auch eine Performance aufnehmen. Wir können ein Video hochladen oder eben dann auch eine Performance machen. Und hier einfach mal, was passt überhaupt nicht zu mir. Wir nehmen mal hier Sie, Start Recording zulassen. Dann wird hier das Gesicht erkannt. Und man kann ein Video bis zu 30 Sekunden aufnehmen, wo das Gesicht klar zu sehen sein muss und wenig Body Movement. Da machen wir jetzt einmal Aufnahme. Hey, ich habe dir hier die Post hingetan. Ich habe ganz schön viele Briefe für dich dabei gehabt. Ich hoffe, das ist echt okay. Ja? Danke. Hey, das schauen wir uns mal an. Ich habe dir hier die Post hingetan. Ich habe ganz schön viele Briefe für dich dabei gehabt. Ich hoffe, das ist echt okay. Ja? Danke. Ich bin echt gespannt, wie gut das funktioniert. Ich habe es tatsächlich noch nicht vor dem Hintergrund hier gemacht, wo ja wirklich die Balken auch sind. Wir gehen trotzdem einfach mal auf Use This. Wir nennen das Ganze mal Test Scene. Es kann sein, dass das jetzt schrecklich schief geht, aber wir probieren es einfach mal. Wir nehmen hier die Szene, das Video haben wir hier reingeladen. Wie gesagt, man kann auch einfach per Drag and Drop was hochladen. Ich sehe gerade auch bei meiner Aufnahme unten, weil hier aufgenommen wurde, seht ihr mich unten rechts jetzt auch nur noch hochkant. Was wir jetzt nur machen müssen, ist auf Generate und dann geht es auch schon direkt los. Wurden mir hier Credits abgezogen oder werden mir Credits abgezogen dafür. Wir gucken jetzt mal, ich werde, sobald das Video fertig ist, dann wieder weitermachen beim Video. So, da sind wir und wir spielen das Ganze jetzt einmal ab. Hey, ich habe dir hier die Post hingetan. Ich habe ganz schön viele Briefe für dich dabei gehabt. Ich hoffe, das ist echt okay. Ja? Danke. Hey. Funktioniert schon ganz schön gut, würde ich sagen. So, sorry, Pause. Ich werde jetzt beides nochmal nebeneinander schneiden, das Video, was wir als Vorlage genutzt haben und eben hier auch der Charakter. Wir haben hier, wie gesagt, verschiedenste zur Auswahl. Wir können hier eben auch Reference-Images hochladen, die wir dann nutzen als Grundlage. Also hier habt ihr alle Möglichkeiten offen. Was irgendwie diese Animation von realistischen Bewegungen angeht, ist wirklich Act 1 super, super spannend, um damit rumzuspielen und vielleicht auch einen Virtual Influencer zu machen. Jetzt am Ende vom Video noch einmal gezeigt, das Video, was wir gerade als Vorlage aufgenommen haben, plus daneben das generierte von Runway Act 1. Ich habe dir hier die Post hingetan. Ich habe ganz schön viele Briefe für dich dabei gehabt. Ich hoffe, das ist echt okay. Ja? Danke.